Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Auf eigene Gefahr unter eigener Verantwortung, was heißt das überhaupt? Punkt 1 ist mir wichtig, weil meine Touren nicht als Anregungen für euch gedacht sind. Daher übernehme ich keine Verantwortung für etwaige Unfälle oder Fehleinschätzungen eurerseits. Ich möchte niemanden zum Wandern anregen. Meine Videos sollen eine Vorschau anbieten und ein zusätzliches Mittel zur Information sein für die, die eine Tour planen. Jeder muss am Berg selbstständig entscheiden, wie weit er gehen kann oder will. Man kann Fragen stellen, sich beim Alpenverein informieren und Kurse belegen, den Hüttenwirt fragen oder einfach andere Wanderer, die die Gegend besser kennen. Der erste Punkt war der wichtigste, speziell für meinen YouTube-Kanal. Punkt 2, das Internet und Social Media. Das Internet ist Segen und Fluch zugleich. Informationen im Überfluss, die es schwierig machen, die richtigen herauszufiltern. Privatpersonen, so wie ich auch, geben Beurteilungen ab, aber jeder sieht es anders. Was ist jetzt richtig? Wandernavis verleiten dazu, der Linie in Pink blind zu folgen. Einer der größten Risikofaktoren, weil nicht jeder Weg zu jeder Zeit für jeden machbar ist. Punkt 3. Ich stelle euch ein paar Fragen, die ich mir immer wieder stelle, bevor ich eine Tour plane. Die drastischen Fragen zuerst, ohne dass ich euch damit zu sehr schocken möchte, aber aufwecken möchte euch damit, zumindest die noch in ihrem Bergtraum wandeln. Hast du dir schon mal was gebrochen? Ein Arm oder vielleicht nur ein Finger? Wie lange hat es gedauert, bis du bei einem Arzt ein Schmerzmittel gekriegt hast? Dank der Infrastruktur im urbanen Raum, am Badesee? 45 Minuten. Am Berg musst du erst einmal wer hören. Das kann dauern. Oder schaffst du das selber und kannst dich sicher sehr langsam an einen sicheren Ort bewegen. Es dauert 35 Minuten. Ist an dem sicheren Ort ein Arzt mit Schmerzmittel? Eher nicht. Ist wenigstens dort Mobilfunk verfügbar? Nicht selbstverständlich. Oder heißt es warten, bis jemand, der auf die aufmerksam worden ist, Hilfe holt. Ohne die Zeit fürs Aufmerksamwerden, Hilfe holen, dauert ungefähr 45 Minuten. Die Rettungskette startet. Sie sind in ungefähr 45 Minuten bei dir, was richtig schnell ist. Wie weit ist die Schwellung schon fortgeschritten? Ist es überhaupt nur zum Aushalten? Wie viel Energie hat dir dein Missgeschick bis jetzt gekostet? Nach der Erstversorgung, normal ohne Schmerzmittel. Die Bergwacht darf meines Wissens keine Medikamente verabreichen. Dauert es nur mal 25 Minuten, bis der Notarzt da ist. Hast mitgerechnet? Bis jetzt sind es 2 Stunden 30. Die Zeit weicht natürlich von Fall zu Fall stark ab. Warum rechne ich euch das vor? Ich war dabei, wie mein Onkel abgestürzt ist. Ein angeblich erfahrener Bergsteiger. Der schönste Teil von meiner Kindheit auf der Alm. Fast grenzenlose Freiheit. Eine komplett andere Welt. Kier, Melcher lernen, einen Zaun reparieren und Brennholz machen. Aber auch der schlimmste Tag in meinem Leben, an dem ich dem Tod in sein hässliches Auge geschaut habe. Punkt 4. Schnell weg vom drastischen Teil, der aber dazugehört. Warum gingen wir gerne in die Berg? Weil wir einen schönen Tag in der Natur verbringen wollen, um uns fit zu halten. Die wichtigsten Zutaten, wie beim Kochrezept. Motivation, der Wetterbericht, Ausrüstung, Verpflegung, Wegplanung und Hirn nicht vergessen, aber auch die Natur erhalten. Motivation ist sicher bei jedem anders, aber es war gut, wenn man nicht nur an sich denkt.
Nur weil du ganz schnell auf dem Berg sein musst, Thema Leistungsstand. So, jetzt du keinen Storschlag auslösen, der andere verletzt, pack dir ein paar Flaschen Wasser in deinen Rucksack, dann wirst du deinen Leistungsstand finden. Oben ausleihen schont die Gelenke beim Runtergehen. Meine alte Methode. Wetterbericht am Berg ein wesentliches Thema. Ich erinnere nur an Punkt 3. Rettungskette im drastischen Teil meiner Fragen. Ein Gewitter kann noch weit weg sein, aber der Blitzschlag ist dem Gewitter oft mehrere Kilometer voraus, auch wenn noch keine Wolken zum Sehen ist. Ausrüstung. Das, was die einen zu viel dabei haben, haben die anderen zu wenig dabei. Dazu gibt es demnächst ein neues Packvideo für einen Rucksack. Die ewig gestrigen glauben immer noch, dass sie nur einen festen Schuh anziehen müssen und eine Versicherung abschließen. Dann kann überhaupt nichts passieren. Ich bin seit 8 Jahren mit Barfußschuhen am Berg unterwegs. Dazu gibt es ein Video in der Infokarten rechts oben. Das empfehle ich ausdrücklich keinem. Außerdem habe ich selbstverständlich immer ein zweites Paar Bergschuhe dabei. Aber ich habe dazu gelernt, die richtige Sohlen ist das Wichtigste. Man klettert auch heute nimmer mit genagelten Schuhen, so wie man das in der guten alten Zeit gemacht hat. Macht man nimmer. Verpflegung. Genug zum Trinken, vor allem nicht so viel Zucker im Getränk. Das trinkt man viel zu schnell und wird dadurch regelrecht ausbremst. Kein Wasser aus dem Bach trinken, wer weiß, wie viel Mais ein Stück oberhalb ersoffen sind. Die Keimbelastung kann erheblich sein. Verpflegung. Eine Kleinigkeit sollte man immer dabei haben, falls die Alm doch geschlossen ist. Auch da kann einmal was Außergewöhnliches passieren. Ein paar Nüssen sind leicht zum Tragen, mit viel Kohlenhydrate. Die klassische Banane mit hohem Mineralgehalt. Wegplanung. Ein ganz entscheidender Faktor. Macht da wenigstens die Arbeit, die Tour auf einem großen Bildschirm am PC anzuschauen und nicht nur auf dem Handy. Eine Mindestanforderung ist die Kartenlegende, die die Symbole und Linien in der Karten erklärt. Wandernabis sind super, mit einem großen Nachteil. Die Linie deiner Routenplanung verdeckt die Strichelung in der Karten. Ab jetzt siehst du nimmer, wie der Weg eingestuft ist, Stichwort Schwierigkeitsgrad. Ein weiteres Problem mit Karten ist die Zoom-Möglichkeit. Man unterschätzt dadurch leicht Entfernungen. Natur erhalten, wie soll denn das gehen? Dabei gibt es ein paar ganz einfache Grundsätze, die nicht anstrengend sind. Wer einen Steig nutzt, geht nicht gern auf der Straße, aber wer kleine, steile Abkürzer geht, schädigt die Steige durch Erosion. Auch das Unwort unserer Zeit, Single Trail, bremst kleine Regenrinnen in Steige und schädigt sie enorm. Außerdem kann sie jeder so viel Kraft aufheben, dass er noch über den Alpensalamander drüber steigen kann und nicht drauf. Er wird es nicht überleben. Meine persönliche Meinung: Sonnenauf- und Untergangszeiten kehren am Wald, das in der Dämmerung unterwegs ist. Und nicht Stirnlampen, die ein Stadion ausleuchten können. Wenn Gruppen unterwegs sind, hört man sie oft schon mehrere 100 Meter im Voraus. Warum muss man so laut sein? Das waren ein paar Gedanken, die sich jeder einmal machen sollte, der ungetrübte Freude am Wandern haben möchte. Wem dazu noch was einfällt, schreibt mir's gerne in die Kommentare. Auch über einen Formulareintrag in meine Listen, Touren von Rucksacktaxi, freue ich mich. Das darf mir zumindest sagen, dass ich nicht einer von gefühlt sehr wenigen bin, die darüber auch einmal nachdenken. Es geht nicht um Verhaltensregeln,
sondern um einfache Dinge, über die man nur einmal nachdenken muss, damit sie automatisch leicht fallen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.